Guten Morgen, es ist Mittwoch und ich muss jetzt bald mal wieder meine Haare angehen. Nein, ich will meine Haare angehen. Es ist ja gerade die Weihnachtszeit und in der Weihnachtszeit mache ich die eigentlich immer grün. Nur ich hatte bis jetzt noch keinen Bock zum Färben und ich weiß noch nicht im Moment, was ich mit meinen Haaren machen soll. Meine Haare sind mir irgendwie immer ganz wichtig, also die müssen zu meiner Stimmung passen. Ich weiß aber gerade noch nicht, wie meine Stimmung ist, deswegen wachsen sie gerade so wild vor sich her. Aber bald in grün. Ich freue mich schon drauf. Nur ich habe, glaube ich, noch so Futurelity muss noch mal ran und dann ist das blöd, wenn die Haarfarbe anders ist. Ich befinde mich jetzt kurz vor meinem Frühstück und ich habe einen riesengroßen Hunger mal wieder. Wir haben 14:09 Uhr. Ich habe es wirklich lange ausgehalten. Ich wollte noch was fertig bekommen, deswegen frühstücke ich jetzt erst. Ich habe es ein bisschen von den Kalorien her nach oben gepusht. Ich habe auf dem Weg zur Arbeit wieder meinen Kaffee mit 14 Gramm Kokosöl getrunken insgesamt und 2 Kaffees. Und für mich gibt es das hier, auch wieder ein Klassiker. Das habe ich die letzten Tage schon gegessen, aber ich habe jetzt einfach total Bock drauf auch. Und ich war heute Morgen viel zu faul. Ich habe kurz drüber nachgedacht, aber ich war zu faul, mir meine Haferflocken zu machen. Deswegen gibt es hier das wieder für mich. Ich habe es ein bisschen höher gepusht von den Kalorien. Also ich habe eine Scheibe Käse mehr, weil ich es ja nicht so gut hinkriege, eine Zwischenmahlzeit oder ein Snack oder ein Mittagessen zu mir zu nehmen. Ich habe vor, heute mir einfach einen Proteinshake zu trinken, ganz, ganz schnell, bevor ich nach Hause düse, weil ich heute unbedingt Sport machen will. Und deswegen habe ich gedacht, okay, damit du nicht so ganz am Limit bist, mach mal die Kalorien ein bisschen höher. So eine Käsescheibe hat 81 und dann hast du einfach ein bisschen mehr. Das hat aber zur Folge, dass ich heute Abend nicht so viel zur Verfügung habe. Oder 80 Kalorien weniger. Gut, der Shake kommt auch noch dazu. Egal. Für mich gibt es hier mein heißgeliebtes Schwarzbrot mit Schafskäse. Das ist so Schafskäse, der so Gouda-Style ist. Und dann einen Apfel mit dazu. Ich habe es irgendwie geschafft, dass ich 4 Gramm Butter auf jede Scheibe gepackt habe. Deswegen müssten es 12 Gramm sein. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall genüsslich genießen. Oh Gott. Ich habe es mir heute mal zugeklappt, weil ich da einfach mal Bock drauf hatte, einen Doppeldecker zu essen. Das ist doch mal was anderes. Du hast ein komplett anderes Frühstück, obwohl es genau das gleiche ist wie gestern. Vorgestern hatte ich Haferflocken. Ich werde jetzt mein Frühstück essen und wir sehen uns gleich bei meinem Abendessen. Mein Abendessen ist fertig. Ich freue mich jetzt richtig drauf, das zu essen. Ich habe einen riesengroßen Hunger. Für mich gibt es hier einmal Möhren. Die habe ich mir gerieben und dann in Orangensaft bissfest gekocht. Also blanchiert. Nee, ist ein bisschen mehr als blanchiert. Schmeckt auf jeden Fall super lecker. Kann ich nur empfehlen. Ich habe auch ein bisschen Orangenschale dran gemacht. Die habe ich mir aber jetzt schon wieder raussortiert, weil ich das noch nicht mit der Reibe so groß hinkriege. Deswegen habe ich die groß gelassen und dachte, ja gut, dann kriegst du sie halt wieder raus. Schmeckt super gut. Mein ganzes Essen habe ich für mich jetzt nicht getrackt, weil ich da jetzt irgendwie keine Lust zu hatte. Und es gibt wieder diesen mega leckeren Lachs von gestern. Der war so gut. Ich habe mir den heute ein bisschen früher rausgelegt, damit er ein bisschen Raumtemperatur hat. Dann habe ich mir ein bisschen Wasabi wieder mit dazu getan. Den werde ich mir nachher drüber machen. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger als gestern, weil gestern hatte ich einen Ticken zu viel. Das soll eigentlich nur so ein Hauch Wasabi. Also ich mag das gerne, wenn das so ein Hauch Wasabi ist. Das ist ein isländischer Lachs, der ist gebeizt. Ich bin glücklicherweise so aufgewachsen, dass wir immer sehr viel fürs Essen ausgegeben haben. Also Essen und die Qualität vom Essen war in meiner Erziehung immer mit das Wichtigste, auch als wir nicht so viel, eigentlich gar kein Geld hatten. Als wir wirklich richtig knapp bei Kasse waren, war Essen mit das Wichtigste. Und wir haben auch immer das Beste rausgeholt. Und für mich ist dieser Lachs ein absoluter Traum. Er bringt mein Herz zum Singen und er schmeckt so gut. Ich werde den genießen. Ich werde meine Möhren genießen. Achso, ich habe die mit ein bisschen Knoblauch, mit Salz und ein bisschen Butterschmalz und Olivenöl angeschwitzt und dann habe ich mir hier noch glatte Petersilie mit drüber getan, weil Möhren und glatte Petersilie und Butterschmalz eigentlich oder Butter ist eine super Kombi, kann ich nur empfehlen, esse ich total gerne und in der Kombination mit den in Orangensaft gekochten Möhren schmeckt es noch besser. Ich werde jetzt mein Abendessen genießen und dann sehen wir uns gleich. Also die Möhren waren super lecker, das werde ich auf jeden Fall jetzt öfter so machen. Ich muss einfach viel öfter die Möhren für mich vorkochen, das ist halt so cool, wenn du das Gemüse fertig hast und du kannst rausgreifen, ein bisschen würzen, ein bisschen durch die Pfanne jagen mit Butterschmalz oder sonst was. Total genial. Es war richtig lecker. Der Lachs hat so gut geschmeckt. Ich liebe Lachs. Und die ganzen Aromen und so weiter und so fort. Also das war für mich heute ein richtiges Highlight-Abendessen. Ich habe sowas von genossen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn ich diesen Lachs esse. Ich werde wahrscheinlich auch die Möhren direkt wieder machen, weil die haben so gut geschmeckt. Ich habe Sport gemacht. Ich habe es durchgezogen. Ich bin total happy, dass ich es durchgezogen habe. Einfach auch aufgrund der Umstände, die drumherum waren. Ich hatte da Burpees drin. Und so wie Burpees in der App oder in dem Programm gemacht
gemacht werden, kann ich die noch nicht. Wirklich gar nicht. Und ich habe das zwar dann so durchgezogen, ich habe es einfach so gemacht, wie ich es für mich gedacht habe, beziehungsweise ich habe Sprouts gemacht und ich bin total stolz. Ich bin danach einfach in dieses Übungsregister und habe Burpees ausgeschlossen. Ich habe jetzt schon 6 Übungen ausgeschlossen. Das hätte ich früher niemals gemacht. Ich hätte mich da so durchgekrampft, aber das sind halt einige Übungen, die mir dann vorgeschlagen werden, die ich nicht machen kann. Noch nicht. Und deswegen bin ich total stolz, dass ich die dann ausschließe, auch wenn die dann davor warnen, dass es mehr als 5 sind. Aber dass ich die Möglichkeit dazu habe, zu sagen, nee, das ist mir jetzt zu schwer. Und dass ich dann damit ehrlich umgehe, da bin ich total stolz auf mich. Das hätte ich früher nicht gemacht. Ich hätte mich da irgendwie so durchgequält und dann wäre ich drüber zusammengebrochen und hätte gar nichts mehr gemacht. Und da bin ich richtig happy, dass ich jetzt sage, nee, kriegst du nicht hin, schließ es aus. Ich kann es ja irgendwann wieder mit reinnehmen, aber vom Schwierigkeitsgrad ist es einfach zu schwer für mich und ich bin total happy mit der Art und Weise, wie dieses Programm ist und dass ich dann auch noch die Möglichkeit habe zu sagen, nee, das kriege ich nicht hin. Ich mache Freeletics. Man bewertet danach ja dann immer so die Sporteinheit und wenn ich dann immer sage, okay, ich konnte eine Übung nicht machen und wähle die dann aus und ich sage beim nächsten Mal dann bei der Alternative ist alles gut und so weiter, dann kommt oft dann wieder doch diese Übung, die ich eigentlich dann auch noch nicht machen kann, wieder drin vor und deswegen wähle ich dann die Option mit dem Ausschließen und ich bin total happy, dass ich das so machen kann. Meine Uhr ist heute so gegen 23 Uhr abgestürzt und ich habe eigentlich meine Schritte voll. Ich habe auch meinen Sport gemacht, aber die hat einfach dann meine Aktivitäten komplett gelöscht. Und die hat auch meine Schritte gelöscht. Ich bin jetzt 0 Schritte gegangen. Also laut meiner Uhr. Und früher hätte mich das total aufgeregt. Das war um 23 Uhr, da hätte ich noch 6000 Schritte hinbekommen. Das hätte ich früher gemacht. Ich wäre dann in der Wohnung hin und her gedüst, nur damit ich beweisen kann, für mich selber eigentlich früher, also für mich selber, dass ich diese Schritte gemacht habe. Und ich hatte jetzt so ein bisschen, ich glaube, ich hatte um die 8000 Schritte und ich saß da einfach nur auf meinem Sessel vor meinem Beamer und habe gedacht so, ne. Das kannst du jetzt vergessen. Du holst jetzt nicht die alte Laura raus und düst da quasi nur, damit du dann deine Schritte erreichst, in der Hoffnung, dass deine Uhr nicht mehr abstürzt. Also meine Uhr ist jetzt schon ein bisschen älter, die darf abstürzen, aber es hätte mich früher wahnsinnig gemacht, weil ich das nicht hätte nachweisen können. Also vor allen Dingen auch nicht mir selber hätte nachweisen können, weil ich mir einfach nicht vertraut habe. Ich habe mich nicht nett behandelt. Ich habe mich immer nach vorne gepeitscht und habe mich fertig gemacht, wenn ich Sachen nicht umgesetzt habe, die ich mir vorgenommen habe. Und ich bin eigentlich ein sehr umsetzungsstarker Mensch. Ich verschiebe mal Sachen und so, aber ich kann meine Sachen erledigen. Ich regel die. Und für Sachen, die ich dann umgesetzt habe, habe ich mich aber auch nicht gelobt und habe mich nicht positiv irgendwie unterstützt. Und das ist für mich jetzt so ein Gewinn, dass ich dann da auf der Couch sitze und sage, ja komm, du bist trotzdem deine 8000 Schritte gegangen. Du hast es jetzt nicht protokollarisch in deiner Uhr oder in deiner App drin, aber du bist es halt gegangen. Dein Körper hat sich bewegt. Und dass ich dann da cool geblieben bin, so, das hat mich so ein bisschen stolz gemacht, weil ich einfach weiß, wie ich mich früher verhalten hätte. Und dass das für mich ein totales Drama gewesen wäre. Vor allen Dingen, wenn es so kurz vor 12 erst gewesen wäre, dass ich das festgestellt hätte, dass ich mir diesen Stress, der dann quasi in meinem Körper sich abspielt, also auch so die Hormone und so, dass ich mir das erspare. Heute bin ich total dankbar für. Ich war heute auch duschen, aber ich war nicht kalt duschen, weil ich habe Speed-Duschen gemacht, würde ich jetzt sagen. Ich war 2 Minuten unter der Dusche. In meiner Familie gab es heute einen Disput. Wir haben uns heute gestritten und bei uns dauern diese Streits immer ein bisschen länger und ich habe alles so dazwischen reingequetscht. Ich habe meinen Sport dazwischen reingequetscht. Ich habe das Duschen dazwischen reingequetscht, bis dann der nächste Anruf kam und so. Es hat alles super funktioniert und ich habe gedacht, nee, heute lässt du dich nicht von diesem Streit davon abhalten, deine Dinge umzusetzen. Und wenn ich mich mit meiner Familie nicht gestritten hätte oder wenn wir uns untereinander nicht irgendwie so gestritten hätten, dann hätte ich mir auch nicht die Möhren geraffelt, weil ich hatte während des Gesprächs einfach für mich Zeit, die Möhren zu schälen und die fein zu raffeln von Hand. Und das ist im Endeffekt nachher für mich total gut gewesen, weil die Möhren super lecker waren. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. In meiner Familie, also in meinem Inner Circle, ist es so, dass wir eine sehr streitbare Familie sind. Also wir streiten wirklich viel, manchmal auch sehr intensiv, aber es ist immer konstruktiv. Also es bringt uns immer irgendwie weiter nach vorne. Wir haben halt auch deswegen so eine enge Bindung, weil wir uns miteinander auseinandersetzen. Das war heute so ein Tag, an dem wir uns sehr intensiv miteinander auseinandergesetzt haben und ich bin
wirklich dankbar, dass wir das machen, weil ich habe auch Familienmitglieder oder ein Familienmitglied in meiner Familie, das absolut nicht streiten kann. Das ist dann so, dass wenn man sich streitet, dann wird ins Bett gegangen und am nächsten Tag ist alles wieder so, wie es war. Und das ist Horror. Das ist wirklich Horror für mich. Ich komme da gar nicht mit zurecht. Ich muss mich aussprechen. Ich muss mit dem anderen irgendwie mich reiben und auseinandersetzen und dann weiter nach vorne gehen, so ungefähr. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das alles so machen. Es ist total anstrengend, aber es ist halt auch Beziehungspflege und es ist gute Beziehungspflege, wenn man das gut so kann. Und ich bin wirklich dankbar, dass ich so eine streitbare Familie habe. Es ist manchmal total Horror und anstrengend, aber es ist jedes Mal zielführend. Also mal mehr, mal weniger. Da kommt jetzt nicht immer so die große Erkenntnis raus, aber im Großen und Ganzen geht man hinterher miteinander respektvoller um und man ist sich einfach zugewandt. Ich werde jetzt ins Bett huschen. Wirklich fertig, weil das ist auch anstrengend, sich zu streiten. Ich habe trotzdem meinen Dr. Who durchgezogen. Mein Liebster kam irgendwie, die Weihnachtsmärkte haben ja nur bis 10 auf, kam ein bisschen früher nach Hause. Und ich habe gesagt, setz dich auf die Couch. Ich gucke jetzt meinen Dr. Who. Du machst jetzt deins, setz dich auf die Couch, guck dein Programm. Ich setze mich vor meinem Beamer, schnapp mir meine Kopfhörer und ziehe meinen Dr. Who durch. Und ich habe es durchgezogen, weil ich unbedingt da weiter gucken wollte. Ich schieb das die ganze Zeit. Und ich habe mir ja quasi die neueste Staffel aufbewahrt. Und ich will da jetzt hinkommen. Ich will einfach das jetzt durchziehen und einfach in der Geschichte weiterkommen. Also ich habe alles schon mal gesehen, also bis auf die neueste Staffel. Und dass ich das einfach dann gesagt habe, so, du bist gar nicht da. Also ich habe ihn trotzdem begrüßt und ich habe meine Sachen durchgezogen und das hat mich total zufriedengestellt. Und ich husche jetzt auch glücklich und zufrieden ins Bett. Mein nächster Vlog ist morgen wieder ein Mini-Vlog. Mein normaler Vlog kommt wieder am Freitag raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.